was bisher geschah. Als Wetter angefangen hat sich ziemlich schnell dann herauskristallisiert als neue Challenge für das ganze Jahr. Einmal im Monat irgendwo in quasi natürlichen Gewässern schwimmen gehen. Neues Jahr, neue Geschmäcker, könnte man sagen. Hier probieren wir sogenannte Sveler. Das ist irgendwas zwischen Kaiserschmarrn und Pfannkuchen. Ich habe gerade ein bisschen vietnamesische Suppe bekommen. Und jetzt geht es weiter. Guten Morgen allerseits. Dass die Norweger gern Skifahren, ist weder Gerücht noch Geheimnis. Da kann es durchaus mal vorkommen, dass einem in der Stadt einer oder mehrere Skifahrer entgegenkommen, die gerade auf dem Weg von oder zur Arbeit sind. In diesem Zeitungsartikel ging es allerdings darum, dass die Polizei einen Skifahrer wegen schlechter Technik angehalten hat. Erst im Laufe der Kontrolle hat sich herausgestellt, dass der Mann alkoholisiert war und gerade von einer Kneipe auf dem Heimweg war. Seine Skitechnik war nach Aussagen der Polizei ganz klar weder klassisch noch Langlauf. Die letzten Überreste von Weihnachten. Julebrüs ist eine Art Weihnachtslimo und schmeckt genauso, wie es aussieht. Hier habe ich mich mit ein paar Freunden aus dem Norwegischkurs zum Pfannkuchenfrühstück getroffen und zu meinem Geburtstag hat ein Freund aus Hongkong echt hongkongianesische Eiertat gemacht. Außerdem gibt es immer wieder das sogenannte Realfrühkost, was Frühstück ist mit einer Einzelvorlesung, meistens zu irgendeinem eher außergewöhnlicheren Thema. In diesem Fall ging es um Kryptozoologie. Es war ziemlich humorvoll und spannend und interessanterweise war die meiste Literatur dazu von deutschen Wissenschaftler-Autoren. Mangels eines Hammers habe ich die Kokosnuss eben mit dem Nudelholz geöffnet. Ist auch mal eine Erfahrung. Am Freitag, den 2. Februar, war es dann endlich soweit. Der zweite Tag des Februars, den erlebt man für gewöhnlich nur einmal im Jahr. Und um das zu feiern, haben wir uns am Samstag, den 3. Februar, gleich mal getroffen, um wieder schwimmen zu gehen. Die Challenge hieß ja einmal im Monat schwimmen. How far do we go in? We will not go up here either way. Oh yes! That will actually be awesome. Like, we change, then we go back, and we just like running out of the Oh yeah! You have to prove it's us. Woo! Oh! That was awesome! Let's do it again! Schlussendlich haben wir es alle geschafft und mehr oder weniger überlebt. Die größte Herausforderung war allerdings dann danach, den komplett vereisten Hügel vom Strand wieder hochzukommen. Doch auch das haben wir nach einigen Versuchen dann endlich hinbekommen. Und wir lächeln noch. Wenn auch nur für die Kamera, aber wir lächeln. Already ready? Yeah! Is it still running or did you press it again? No, I didn't press it. Okay. It's running. Okay, and we just What? slide.
I didn't turn enough. So sieht der Campus mit Schnee aus, etwas anders als im Sommer logischerweise. Und die Schneeberge waren wirklich wortwörtlich aufgetürmt, teilweise bis zu 4-5 Meter hoch. Die sogenannte geografische Mitte von Oslo liegt ca. 5 Kilometer außerhalb von Oslo. Die haben wir aufgesucht mitten im Winter, war vergraben unter ungefähr 1 Meter Schnee und mussten es mit einer Schaufel erstmal ausbuddeln. Aber haben es geschafft. Olympischen Spiele haben wir uns früh, wegen der Zeitverschiebung sehr früh getroffen, wo sie live übertragen wurden und es gab kostenlos Kaffee und Waffeln dazu. Das Ganze draußen bei ca. -5 Grad. Und auch Backgammon zählt als Sportart. Meine erste echte Skitour, die ich gemacht habe, waren gleich mal 11 Kilometer. Das hier sind Bilder von zwischendurch, danach haben wir natürlich etwas anders ausgesehen. Geplant war Schlittschuhlaufen mit ca. 20 Leuten, am Ende waren wir immerhin 2. Wir schreiben den 14. Februar 2018 oder keine Ahnung, wer den schreibt, aber irgendjemand wird es bestimmt tun. Wir haben uns entschieden, Schlitten zu fahren bei Korkdreckern, sogenannte Korkenzieher. Das war in 1952 bei den Olympischen Spielen die Trainingsbahn für die Bobfahrer. Die Länge der Bahn beträgt etwa 2,5 Kilometer und sind 255 Höhenmeter. Das Schöne daran ist, dass man den ganzen Weg nach oben wieder mit der U-Bahn fahren kann. 7 Stationen und dann geht es wieder mit dem Schlitten nach unten. Und dann wieder mit der T-Bahn nach oben und mit dem Schlitten nach unten. Mit der T-Bahn nach oben, mit dem Schlitten nach unten und so weiter. Wir haben das Ganze den ganzen Tag über gemacht.
Wir hatten die brillante Idee, für gute Fotos einfach ein Video zu machen und die entsprechenden guten Momente rauszuschneiden. Das hier ist das Video. I have no idea which direction. I'm sure that'll work. Yeah.